Wie kann ich die Szenarien zu einem Use Case visuell darstellen in einem Modell, damit mich das dann in der Implementierung begleitet und besser verständlich ist? Das mache ich mit einem Aktivitätsdiagramm und das kommt jetzt. In den vergangenen Videos haben wir Stück für Stück die Use Cases für den Einschreibevorgang bei unserem Campus Management System immer so ein Stück weit verfeinert. Und das ist jetzt die Iteration, die ich für dieses Video benutzen möchte. Ich gehe davon aus, dass wir einen Bewerber haben, einen Applicant, also einen zukünftigen Studierenden. Und dieser Applicant, der bewirbt sich für einen Studiengang, also applies for a study program. Dann gibt es den Clerk, den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin. Die Sachbearbeiterin ist auch beteiligt an dem Bewerbungsvorgang. Und wir gehen darüber hinaus davon aus, dass unsere Hochschule sehr, sehr fürsorglich mit den zukünftigen Studierenden umgeht und direkt in dem Moment, wo sich jemand bewirbt, schon mal einen Mentoring-Prozess in Gang setzt, unabhängig davon, ob diese Bewerbung Erfolg hat. Das heißt also, die Sachbearbeiterin, die hat noch einen Use Case Initiate Mentoring Process, der als Include von dem Apply for Study Program Use Case ausformuliert ist. Und dann haben wir noch als zusätzlichen Aktor einen Professor. Wir gehen nämlich davon aus, dass unser Studiengang zugangsbeschränkt ist und dass die Bewerbung geprüft wird von einem Professor. Das heißt, es gibt einen Use Case Evaluate Application. Schauen wir uns mal schlaglichtartig Ausschnitte aus möglichen Szenarien zu diesen Use Cases an. Also der Bewerber loggt sich in das System ein, um zu schauen, wie es denn um seine Bewerbung steht. Daraufhin geht das System hin, zeigt an, ob vielleicht noch Dokumente fehlen, die eingereicht werden müssen. So eine Bewerbung für so einen Studiengang kann ja ein recht komplexer Vorgang sein, wo man unter Umständen verschiedene Dokumente braucht, um eine Eignung nachzuweisen. Das sieht dann der Bewerber in Schritt 6 und lädt dann noch fehlende Dokumente hoch. Und dann in Schritt 7 kommt die Sachbearbeiterin ins Spiel. In regelmäßigen Abständen geht sie hin und schaut, ist denn diese Bewerbung jetzt wirklich vollständig und kann ich weitergehen in dem Bewerbungsprozess. Und dann schließlich in Schritt 8, once the documents are complete, das wäre dann der Moment, wo die Sachbearbeiterin dann zum nächsten Stadium der Bewerbung übergeht. Was hier beschrieben ist, ist letztlich eine Iteration, eine Schleife. Also der Bewerber lädt immer wieder fehlende Dokumente hoch, so lange bis die Sachbearbeiterin sagt, so jetzt ist es vollständig und dann kann man zum nächsten Schritt übergehen. So richtig deutlich wird es hier aus diesen Schritten im Szenario aber nicht. Das mag jetzt daran liegen, dass ich die nicht besonders gut formuliert habe. Das kann man vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen. Es bleibt aber so ein Grundproblem, dass Schleifen einfach im Text schwer zu verstehen sind, zumindest intuitiv. Es wäre schön, wenn man das quasi visuell sehen könnte. Nehmen wir noch mal ein zweites schlaglichtartiges Beispiel, einen anderen Ausschnitt aus dem Szenario, wo es um diesen Mentoring-Prozess geht. Also, the clerk initiates a mentoring process for the study program applicant. Das ist Schritt 10. Und dann in Schritt 11 steht da, in parallel, a professor evaluates the application to decide if the applicant meets the study program entrance criteria. Das Schlüsselwort ist hier in parallel. Das heißt, wir wollen hier ausdrücken, dass der Schritt 10 vermutlich ein bisschen länger dauert, weil so ein Mentoring-Prozess wahrscheinlich bedeutet, dass ich verschiedene Kolleginnen, Kollegen ansprechen muss und Dinge in Gang setzen muss. Und auch der Schritt 11 dauert wahrscheinlich lange, weil Professoren immer viel zu tun haben und wahrscheinlich dreimal erinnert werden müssen, dass da noch eine Bewerbung zu evaluieren ist. Das heißt, was ich hier in eigentlich zwei hintereinander geschriebenen, also sequenziell aussehenden Schritten beschrieben habe, ist in Wahrheit eine parallele Aktion. Die müssten eigentlich nebeneinander stehen. Jetzt habe ich Ihnen zwei Beispiele gegeben, wo die textuelle Darstellung zwar präzise ist, also in den Grenzen, in denen ich jetzt hier präzise Beispiele formuliert habe, aber man kann es präzise hinbekommen. Sie ist präzise, aber sie ist nicht besonders gut verständlich. Und das können wir dadurch lösen, dass wir an dieser Stelle UML-Aktivitätsdiagramme einsetzen.
Hier sehen Sie so ein Aktivitätsdiagramm, was den gerade skizzierten Fall darstellt. Also wenn man mal so drüber schaut, ohne jetzt auf die Syntax der einzelnen Elemente in diesem Diagramm einzugehen, das mache ich dann gleich, dann sieht man so die Abfolge und eigentlich versteht man es, denke ich, auch intuitiv, ohne die Syntax jetzt genauer angeschaut zu haben. Es gibt einen Beginn, wo steht, dass der Bewerber sich einschreiben möchte als Studierender. Dann gibt es so eine Anzahl von Boxen mit runden Kanten, die Aktivitäten darstellen. Also der gibt seine persönlichen Daten ein, der lädt einen Lebenslauf hoch. Und dann gibt es so einen waagerechten Balken, der in irgendeiner Form eine Parallelisierung ausdrückt. Man sieht, dass die Zeit so im Wesentlichen von oben nach unten fließt, jedenfalls in Pfeilrichtung, und die Pfeile gehen meistens von oben nach unten. Nach diesem Parallelisierungsbalken gibt es so 3 Teilstränge. Es gibt dieses Mentoring-Programm, was dann irgendwie in so einem Knoten endet. Dann gibt es den Professor, der die Applikation evaluiert. Und es gibt eine Schleife, bei der die Sachbearbeiterin immer wieder auf fehlende Dokumente prüft. Und wenn die nicht vollständig sind, dann lädt der Bewerber eben neue Dokumente hoch, so lange, bis diese Vollständigkeit erreicht ist. Dann läuft das Ganze in einem zweiten waagerechten Balken wieder zusammen und geht mit einem Pfeil weiter. Auch hier eigentlich intuitiv klar, die Aktivitäten werden an der Stelle zusammengeführt und synchronisiert. Dann zahlt der Bewerber die nötigen Gebühren. Die Sachbearbeiterin weist ihm eine Matrikelnummer zu und der Bewerber ist als Student eingeschrieben. Damit haben Sie schon eigentlich einen großen Vorteil von so einem Aktivitätsdiagramm gesehen, auch wenn Sie jetzt die einzelnen Syntaxelemente nicht so genau kennen. Wenn Sie zum Beispiel von der Fachseite sind und sich noch nie mit UML beschäftigt haben, verstehen Sie eigentlich ganz gut, was das Diagramm aussagt. Das heißt, Sie könnten ein durchaus syntaxkonformes UML-Diagramm erstellen und es mit der Fachseite diskutieren, ohne dass Sie erstmal eine Viertelstunde Dinge erklären müssen. Sie können eigentlich direkt loslegen. Das ist durchaus ein großer Vorteil in der Praxis. Und ich habe Ihnen ja im letzten Video schon gesagt, wenn Sie das dann in der Berufspraxis anwenden, dann müssen Sie ja auch nicht jedes einzelne Syntaxdetail so präzise machen. Das würde ich dann ganz pragmatisch machen, was gerade nötig ist, um eine Kommunikation sinnvoll durchzuführen. Wir gehen jetzt aber mal die einzelnen Syntaxelemente Stück für Stück durch und ich erkläre Ihnen die Semantik. Jedes Aktivitätsdiagramm beginnt mit einer Initial Node, mit einem Startknoten. Die Semantik von diesen Aktivitätsdiagrammen ist durch einen Tokenfluss definiert. Wir stellen uns einfach vor, dass durch die Knoten und Kanten unseres Aktivitätsdiagramms Token fließen und diese Token stellen dann den Fokuspunkt von dem Kontrollfluss dar. Normalerweise gibt es einen Token, wenn wir nur eine lineare Aktion haben, und dann kann es ja aber auch vorkommen, dass wir uns verzweigen, dass wir also mehrere parallele Prozesse lostreten. Dann haben wir mehrere Token, die gleichzeitig irgendwas tun. Und möglicherweise fließen dann diese gleichzeitigen Token auch wieder zusammen in einen Token und gehen dann wieder weiter, wenn wir uns wieder synchronisieren. Bei der Initial Node ist es so, dass rein formal gesehen zu Beginn ein Token an diesem Knoten bereitsteht und dann auf die Kante geleitet wird. Und im Prinzip ist es immer so, dass so ein Token die Kante entlang wandert, bis es dann am Ziel der Kante angekommen ist. Und dann ist es eine Frage der speziellen Semantik dieses Knotens, ob das Token dann quasi in diesen Knoten reingehen kann oder ob es noch warten muss. Rein formal kann so eine Initial Node auch mehrere ausgehende Pfeile haben. In dem Fall würden an jeder dieser Kanten solche Tokens bereitgestellt. Also wir würden quasi direkt am Anfang parallel loslaufen. Formal ist das richtig, formal kann man das so machen. Ich würde das aber in der Regel nicht so modellieren, weil der einzige Fall, der mir einfallen würde, wo ich so eine Modellierung adäquat fände, das wäre
dass tatsächlich Dinge echt gleichzeitig beginnen. Und das ist im Leben irgendwie eigentlich so gut wie nie der Fall. Normalerweise ist es so, dass es irgendwie beginnt und dann sorgen wir aktiv in der Gestaltung unseres Systems dafür, dass hier eine Verzweigung stattfindet, indem wir einen Prozess auf verschiedene Schultern verteilen, organisatorisch, oder indem in einem IT-System mehrere parallele Prozesse gestartet werden oder dergleichen mehr. Und dann finde ich es immer besser, diese Parallelisierung aktiv zu modellieren. Das heißt also durch einen sogenannten Fork-Knoten deutlich zu machen. Diesen Fork-Knoten, den schauen wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer an, aber man kann sich ja vorstellen, was der tut. Also es kommt quasi ein Token rein und dieses Token verzweigt sich dann und geht mehrfach an mehrfachen Kanten wieder raus. Diese Darstellung ist äquivalent zu der, die wir davor gesehen haben, aber sie macht deutlicher, was wir eigentlich tun hier in dem System. Die Actions sind der Kern eines Aktivitätsdiagramms, was ja auch der Name schon deutlich macht. So eine Action ist immer eine Art von Subaktivität. Also ich nehme meinen größeren Workflow, den ich habe, meinen Prozess, meinen Ablauf und zerteile ihn in kleine Subaktivitäten und das sind genau meine Actions. Formal ist es so, dass eine Action mehrere eingehende Pfeile haben kann, durchaus auch mehrere ausgehende Pfeile, das sehen wir gleich noch. Und es ist so, dass eine Action in dem Moment feuern kann, also in dem Moment die Aktion tatsächlich ausführen kann, die mit ihr verknüpft ist, wenn an allen eingehenden Knoten ein Token vorhanden ist. In diesem Moment wird dann diese Action ausgeführt und dann geht an jedem der ausgehenden Kanten ein Token raus. Und es kann durchaus so sein, dass diese Action eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, die Action hieße Prüfe Bewerbung. Dann kommt da der Kontrollfluss rein, also das Token kommt rein. Das bedeutet, die Sachbearbeiterin erhält Kenntnis, dass eine Bewerbung da ist, dann öffnet sie die Bewerbung und dann wird sie wahrscheinlich eine gewisse Zeit damit verbringen, die durchzugehen und die einzelnen Punkte zu prüfen. Das kann dann zum Beispiel 30 Sekunden dauern, das kann 10 Minuten dauern, das kann vielleicht sogar auch eine Stunde dauern. Und dann geht das Ganze weiter zum nächsten Schritt, zur nächsten Action. Wie schon gesagt, kann auch die Action mehrere ausgehende Kanten haben. Und auch hier haben wir eine implizite Parallelisierung, denn wie ich eben schon gesagt habe, wenn eine Action feuert, also wenn sie ausgeführt wird, dann stellt sie an jeder ausgehenden Kante ein Token bereit, was dann weiterfließt. Auch hier würde ich wieder sagen, das ist zwar syntaktisch korrekt, aber ich finde es nicht sehr intuitiv verständlich. Besser finde ich hier wieder so eine Darstellung. Also wenn Sie möchten, dass nach einer Aktion wirklich eine Parallelisierung stattfindet, modellieren Sie es besser so, weil dann sehe ich es richtig explizit. Denken Sie mal dran, was ich im Code, zum Beispiel im Java-Code machen muss, um wirklich zu parallelisieren. In einer Sprache wie Java müssen Sie explizit Code schreiben, um Nebenläufigkeit herzustellen. Sie müssen also explizit Threads starten. Wenn Sie das nicht tun, dann haben Sie nur einen einzigen Hauptthread, das heißt also im Sinne von unserem Aktivitätsdiagramm, ein Java-Programm ist erstmal ein Aktivitätsdiagramm, wo jede Action immer nur eine ausgehende Kante hat. Das ist der jetzt schon zweimal gesehene Fork-Knoten. Wir gehen mal davon aus, dass eine Kante reinkommt in den Fork. Und dann ist es von der Semantik her so, dass das eingehende Token direkt weitergeleitet wird, aber es wird auf jede der ausgehenden Kanten repliziert. Das heißt, in diesem Fall werden aus dem einen eingehenden Token dann 3 ausgehende Token. Und Sie haben aus dem einen Thread, der angekommen ist, dann 3 ausgehende Threads gemacht. Das Gegenstück zum Fork ist der Join. Der steht üblicherweise am Ende von so einem Parallelisierungsabschnitt im Aktivitätsdiagramm. So ein Join ist dazu da, um verschiedene parallele Aktivitäten wieder zusammenzuführen. Hier ist es so, dass die gleiche Semantik gilt wie auch bei Action-Knoten. Der Join feuert in dem Moment, wo an allen eingehenden Kanten ein Token da ist. Und dann werden die in diesem Fall 3 eingehenden Token wieder auf ein ausgehendes Token zusammengedampft. Das heißt,
Die Parallelisierung wird an der Stelle beendet. Man synchronisiert also hier mehrere parallel laufende Aktivitäten und es geht erst dann weiter, wenn alle parallel laufenden Aktivitäten zu einem Abschluss gekommen sind. Dann haben wir den Decision-Knoten, den wir brauchen, um Schleifen zu realisieren. Der Decision-Knoten hat eine eingehende Kante und dann ist mit diesem Decision-Knoten in der Regel irgendeine Art von Prüfung oder Frage verbunden. In diesem Fall habe ich das mal genannt, some condition fulfilled. Und dann kann der Decision-Knoten mehrere Ausgänge haben. Das können durchaus auch mehr als 3 Stück sein. Das ist jetzt einfach nur so dargestellt. Und ich habe mal in eckigen Klammern Condition A, Condition B und Condition C dran geschrieben. Diese eckigen Klammern, die können Sie an jede Kante dran schreiben. Das ist ein sogenannter Guard oder auch Wächter. Und semantisch gesehen kann ein Token nur diese Kante entlang wandern oder diese Kante betreten, genauer gesagt, wenn diese Wächterbedingung, diese Guard Condition erfüllt ist. Das heißt also, wir haben diesen Decision-Knoten mit einer gewissen Prüfung versehen und dann, je nachdem wie die Prüfung ausfällt, ist halt die Bedingung A, B oder C erfüllt und dann geht es mit dem Token nach links oder nach unten oder nach rechts weiter. Häufig wird man in solchen Diagrammen sehen, dass so ein Decision Node 2 Ausgänge hat, nämlich so ein Ja- und einen Nein-Ausgang. Es gibt da so 2 Stile, die man bei den Guards fahren kann. Man kann sagen, ich schreibe immer die komplette Bedingung in den Guard. Das ist sozusagen die vollständigere oder syntaktisch richtigere Variante, wenn man so will. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit kann man aber auch durchaus sagen, ich schreibe die Prüfung, so wie ich das hier gemacht habe, an den Decision Node selber dran und schreibe dann nur Ja und Nein in den Guard. Das Gegenstück zum Decision Node ist der Merge Node oder Merge Knoten. Der Merge Knoten hat auch Rautenform und beim Merge Knoten kommen dann mehrere Inputs an. Und es gibt dann einen Input, der weitergeht. Dieser Merge-Knoten, der ist eigentlich zu sehen wie so eine Weggabelung, wie so eine Kreuzung. Jetzt könnte ich mich ja fragen, warum brauche ich diesen Merge-Knoten überhaupt? Ich könnte ja auch sowas machen, wenn ich sage, ich habe hier so einen iterativen Schritt und ich möchte diesen iterativen Schritt so lange wiederholen, bis die Condition Ready erfüllt ist. Und wenn Ready No ist, dann gehe ich wieder zurück auf den iterativen Schritt und wenn die Condition Ready ist, dann gehe ich in den Yes-Zweig und gehe nach unten weiter. Wenn ich diese Tokensemantik ansetze, dann kommt von oben ein Token an und dann habe ich einen Deadlock, weil ich nicht mehr weiterkomme. Denn ich müsste eigentlich unten einen Token rausschicken, der dann wieder in den No-Zweig läuft und dann erst habe ich alle Inputs von dem iterativen Schritt belegt und könnte wieder feuern. Das wird aber niemals passieren, weil ich ja unten erst dann einen Token rauskriege, wenn dieser Schritt gefeuert habe. Also habe ich hier so einen Hund, der sich in den Schwanz beißt. Das ist so ein Anti-Pattern, was man schon mal häufiger sieht. Das sollten Sie so nicht machen. Mit einem Merge-Knoten haben Sie das Problem umgangen. Da können Sie dann sowas modellieren, dass da der iterative Schritt kommt und dann machen Sie die Prüfung und dann gehen Sie raus und leiten die Kante wieder nach oben und leiten diese Kante in diesen Merge-Knoten rein. Im Praktikum, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, möchte ich, dass Sie jetzt dieses Diagramm syntaktisch korrekt anwenden und auch der UML-Semantik entsprechend. Das heißt, da bestehe ich darauf, dass Sie so einen Merge-Knoten tatsächlich auch machen, wenn Sie eine Schleife machen. Wenn Sie dann später mal Aktivitätsdiagramme einsetzen wollen in der Praxis, wird wahrscheinlich niemand groß meckern, wenn Sie diesen Merge-Knoten auch weglassen und dann einfach so etwas hier modellieren, einfach den Pfeil bei dem eingehenden Pfeil ankommen lassen. Das ist aber, das sage ich nochmal ganz deutlich, syntaktisch so nicht korrekt. Dann gibt es, um eine Aktivität abzuschließen, die Activity Final Node. Die Activity Final Node ist ein Endknoten, die kann durchaus mehrfach im Diagramm vorkommen und die kann eine oder mehrere eingehende Kanten haben. Man kann zum Beispiel auch ganz schön eine Nachbedingung an so eine Activity Final Node dran schreiben. Und die Semantik ist hier die folgende.
dass in dem Moment, wo irgendwo im Diagramm irgendein Token bei irgendeinem Activity Final Node ankommt, ist die gesamte Aktivität, also ist das gesamte Diagramm zu Ende. Das könnte auch zum Beispiel bei dieser mittleren Activity Final Node sein, wo dann vielleicht nur auf einer der Kanten ein Token ankommt. Hier gilt nicht, dass gewartet wird, bis beide Kanten besetzt sind, sondern in dem Moment, wo eine der beiden Kanten einen Token hat, ist Ende, und zwar für das ganze Diagramm. Es gibt Situationen, da möchte man das nicht, wenn man zum Beispiel hier so eine Art von Parallelisierung hat und man hat zwei Threads. Der eine besteht aus der Action 1 und der andere aus Action 2 und Action 3. Und man möchte in irgendeiner Form dafür sorgen, dass diese Action 1 vielleicht eine Zeit lang dauert und dann aber schon mal zu Ende ist, während vielleicht Action 2 und Action 3 noch ein bisschen weiterlaufen. Und das kann man durch diesen sogenannten Flow Final Node ausdrücken, also der Kreis mit dem Kreuz drin. Das ist auch ein finaler Knoten, der aber nur den aktuellen Fluss beendet, nicht das gesamte Diagramm. Also die Semantik wäre hier das, was man sich auch erwarten würde. Dieser linke Thread endet, während der rechte weitergehen kann. Damit haben wir alle Syntaxelemente einmal gesehen. Und jetzt möchte ich noch mal einmal mit Ihnen unsere Beispielmodellierung durchgehen, um diese Token-Semantik mal im Gesamtzusammenhang anzuschauen. Also wir haben den Startknoten, der mit der Vorbedingung oder mit dem Wunsch des Hauptnutzers, des Hauptaktors versehen ist. Applicant wants to enroll as a student in a study program. An diesem Initial Node ist ein Token. Das Token fließt, weil kein Guard dran ist, kann es das tun, über die Kante zur ersten Action. Diese Action hat nur einen Input, das heißt also, das Token kann die Action betreten. Dann kann die Action ausgeführt werden, also der Applicant, der Bewerber, gibt seine persönlichen Daten ein. Das Ausgangstoken wird erzeugt, reist weiter zur nächsten Action. Auch da gibt es nur einen Input. Der Action-Knoten kann also feuern. Da wird wieder ein Ausgangsknoten erzeugt. Der trifft jetzt auf diesen Fork. Ein Fork-Knoten hat keine Wartezeit. Da werden einfach sofort Ausgangstokens erzeugt und die reisen dann jeweils zu den nächsten Actions weiter. Dann gehen wir davon aus, dass bei den ersten beiden Aktivitäten im Moment noch nichts passiert, aber die Sachbearbeiterin prüft schon mal auf fehlende Dokumente. Es geht ein Token raus und es ist tatsächlich so, dass noch ein Dokument fehlt. Das heißt, das Token reist den Incomplete-Pfad entlang. Dann loggt sich irgendwann der Bewerber wieder ein und sieht, da fehlt was und lädt nochmal ein fehlendes Dokument hoch. Das heißt, diese Action feuert. Es geht wieder in die Action, dass die Sachbearbeiterin auf die fehlenden Dokumente prüft. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Sachbearbeiterin erstmal das Mentoring-Programm abschließt. Da geht dann das Token raus und landet in der Flow Final Node. Mehr oder weniger gleichzeitig sehen wir, dass der Professor die Evaluierung der Bewerbung abgeschlossen hat und auch da geht das Token raus. Jetzt haben wir ein Token bei dem Join-Knoten, also bei dem Synchronisierungsknoten, aber das andere fehlt noch. Da hat jetzt die Sachbearbeiterin Zeit, nochmal auf fehlende Dokumente zu prüfen. Die Prüfung ist abgeschlossen und die Dokumente sind jetzt vollständig. Das heißt, durch den Decision-Node hindurch läuft das Token zu dem Join-Knoten. Der hat jetzt an beiden Inputs einen Token, kann feuern und damit geht dann nur noch ein Token raus in die Aktion Applicant Pays Fees. Das macht er. Da geht das Token raus zu der Aktion Clerk Assigns Matriculation Number. Die Matrikelnummer wird zugewiesen und das heißt, diese Action kann auch feuern. Da geht dann das Token raus und landet beim Activity Final Node. Und damit ist diese Aktivität abgeschlossen und der Bewerber ist tatsächlich als Student eingeschrieben. Damit haben Sie einen einfachen Weg gesehen, wie Sie in Form von einem UML-Aktivitätsdiagramm ein Szenario eines Use Cases visuell darstellen und weiterentwickeln können.
Es gibt eine Anzahl von einfachen Syntaxelementen. Es gibt die Actions, die sozusagen Teilaktivitäten darstellen. Diese Actions sind durch Kanten, also durch gerichtete Kanten, Pfeile verbunden. Und dann gibt es so eine Anzahl von Verzweigungs- und Parallelisierungsknoten. Und es gibt Start- und Endknoten. Das ist so im Wesentlichen der Satz an Syntaxelementen, die Sie vom Aktivitätsdiagramm in der Praxis tatsächlich brauchen. Und damit können Sie mit relativ simplen Mitteln eine sehr schöne und sehr leicht verstehbare Visualisierung Ihres Ablaufs darstellen.